Dieser Stachel dient dazu, die Panzerung zu durchschlagen. Feind greift an aus nördlicher Richtung. Zusammengefasst, man muss dann mal improvisieren können. Feind greift an aus nördlicher Richtung, Richtung Süden und will den Raum Celle, diese Richtung, ca. 20.000 nehmen. Der Auftrag ist es, feindliche Angriffsachse frühzeitig aufklären, feindliche Gefechtsaufklärung im Feuerüberfall möglichst zu vernichten, Angriffssprung zu brechen, vor Gitternetzlinie 475, auf Befehl ausweichen, Stellung 1-1. Wir haben jetzt alle wichtigen Informationen. Aufsitzen, Motoren an, Fertigmeldung über Funk, Action. Wir machen Verzögerungsschießen, das heißt, wir fahren vorne in Stellung, bekämpfen auftretenden Feind und geben dann Raum preis. Wir haben verschiedene Verzögerungslinien, die wir nacheinander nehmen, um den eigenen Kräften die Möglichkeit zu geben, sich auf den Gegenangriff vorzubereiten. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die Kommunikation im Zug untereinander deutlich besser war als gestern. Ja. Also wir haben gegenseitig Zielbeobachtung gemacht und haben uns da unterstützt, das war gut. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ne? Das Schießen ist immer richtig cool. Ja, ich denke schon, dass wir uns auf jeden Fall verbessert haben. Die Hauptsache ist dann immer, wenn der Zugführer zufrieden ist, dann haben wir alles geschafft wieder. Also der war deutlich besser, also das gesamte Trefferbild war deutlich besser. Die Feuerleitung vom Zugführer hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Und insgesamt die Absprache und auch die Zielbeobachtung der Panzer untereinander war deutlich besser. Also auch die Bekämpfungszeiten, man hat gemerkt, das war gestern so ein Reinkommen, Durchgang. Die Richtschützen müssen es dann auch erstmal immer wieder finden. Also es war eine sehr schnelle Zielbekämpfung. So im Schnitt lagen wir bei 6 Sekunden, dass die Bekämpfung eingesetzt hat. Also es war gut. Also das ist nicht einfach, was der Zugführer macht. Und man darf immer nicht vergessen, der sitzt ja da nicht irgendwo in seinem Büro am Rechner und kann das alles wie in einem Computerspiel steuern, sondern er sitzt auf einem Kampfpanzer. Der muss auch noch seinen eigenen Kampfpanzer führen, der muss seinen eigenen Richtschützen führen, dass der auch den Feuerkampf macht. Parallel in Realitas bin ich als Kompaniechef noch da drüber, nerve ihn gerade über Funk, weil ich auch wieder irgendwas wissen will oder irgendwas von ihm haben will. Also für den Zugführer ist das schon viel auf einmal. Ich bin hier der Versorgungsdienstfeldwebel, also der Mattbewirtschaftungsfeldwebel der Kompanie. Habe alles unter mir, was mit Waffen, Munition, Betriebsstoff, Versorgung zu tun hat. Das ist die Mehrzweckmunition. Diese Mehrzweckmunition dient der Bekämpfung von Panzern mit leichter Panzerung
wie Schützenpanzer, im Notfall auch LKWs. Hier drüben haben wir eine kinetische Munition. Das sieht man hier an diesem Stachel. Dieser Stachel dient dazu, die Panzerung, die starke Panzerung bei einem Kampfpanzer zu durchschlagen. Sobald die in den Innenraum gelangt, der Innenraum abplatzt. Und diese Splitterungen sorgen eben dafür, dass die Besatzung des feindlichen Kampfpanzers dann verletzt wird. Und einmal Panzerturm. Ja, den Ball mit drin. Ich habe noch 100 MG. Okay. Das reicht. Ach Gott. Das ist unser Arbeitsgerät, das ist der Leopard 2A6. Ja. Er wird angetrieben von einem 12-Zylinder-Vielstoff-Triebwerk, 47,6 Liter Hubraum, 1500 PS. Er ist bewaffnet mit einer 120 mm Glattrohrkanone. Der untere Teil des Kampfpanzers wird als Wanne bezeichnet. Ja, also alles, was unten ist, ist die Wanne. Und der obere Teil ist der Turm. An der Seite sieht man die Mehrfachwurfanlage. Pro Seite haben wir 8 Becher davon. Ja, dient einfach dazu, wenn wir ausweichen, dass wir uns praktisch aus der Feindsicht entziehen, indem wir Nebel nach vorne werfen. Also eine Nebelwand aufstellen. Und das FLA-AMG. Für die Maschinengewehre haben wir 4750 Schuss Munition an Bord. Dann haben wir noch Handwaffen für die Besatzung, 2 Maschinenpistolen, 2 Pistolen. Wir haben hier MG-Gurte drin. In jedem Kasten sind 120 Patronen integriert. Und diese Munition ist hier schon vorbereitet jetzt. Genau wie die kleine Munition, also MG-Munition, genau wie die große Munition, um die nächsten Kampfpanzer zu beladen. Und auf einer Kampfbeladung eines Kampfpanzers sind 42 von diesen großen Patronen und davon sind 15 sozusagen oben im Turm und 27 unten in der Wanne. Gibst du mal bitte das Mikro? Was sind das denn für Dinge? Das sind die Hülsenbögen. Die bleiben von der Patrone übrig, wenn wir die abgefeuert haben. Also das Geschoss verlässt das Rohr, fliegt Richtung Ziel. Die Treibladung verbrennt komplett mit der Hülle, weil die aus Pappe ist. Und übrig bleibt dann der Hülsenboden. Problem, Britta. Ein Hülsenboden ist mir hier runtergeknallt. Ja, soll ich holen? Ist so, ne? Wo ist er denn? Freundchen. Oh nein, das wollte ich nicht. Morgen bringe ich Feuchttücher mit, dann können wir so eine Menge direkt abstellen. Ist der Verschluss auf? Wenn das geschossen hat, bildet sich hier Schmauch drin. Damit der sich gelöst und nicht festsitzt. Und unter anderem auch Rost, dass da kein Rost muss man halt auch das Öl muss man auch vor jedem Schuss oder vor jedem neuen Schießen rausmachen, damit das nicht anfängt mit Brennen. Bei der Hitze, die da drin entsteht, brennt das Öl gerne mal. Ich ölst es jetzt, damit es konserviert bleibt und den Schmauch löst und nachher machst du mit Dochten wieder sauber. Das macht man nach jedem Schießen, weil sonst hat man das Problem, dass man den Schmauch da gar nicht mehr rauskriegt. Können wir ziehen? Okay, langsam. Da siehst du. Oh, die ist wirklich so. Fertig! Ja, wenn euch das gefallen hat, wie es bei uns abläuft, dann schaltet gerne in die nächste Folge ein und folgt uns natürlich immer auf Instagram und Facebook.